Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mega cool, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hallo, auch von mir. Wir sind euer virtuelles Redaktionsteam von Mathe Smarte Missionen und wir tauchen heute wieder tief ab. Und zwar in das fantastische Archiv von Gabi und Steffen, also auf heidrichblog.com. Genau, und das ist ja wirklich eine unglaubliche Quelle. Absolut. Wir gucken uns heute die Erlebnisse aus dem März 2018 an. Und ich will das direkt mal vorwegschieben für euch. Dass das schon ein paar Jahre her ist, macht das Ganze kein bisschen weniger wertvoll. Eher im Gegenteil. Ja, definitiv, das ist halt das pure, echte Leben dort. Richtig. Da gibt's keinen Instagram-Filter, keine geskriptete Doku-Soap, wo am Ende alles perfekt geschnitten wird, sondern das ist die harte Realität in Uruguay. Wer das Land also wirklich verstehen will, für den ist dieses Archiv einfach die perfekte Blaupause. Besser kann man es nicht sagen, man muss einfach enormen Respekt vor dem haben, was die beiden da auf ihrer Chakra, also ihrer Farm im tiefen Hinterland, so leisten. Oh ja, was für ein Mut. Wenn ihr unsere letzte Folge, also Podcast 15, gehört habt, da ging es ja um den Februar 2018. Da hatte eine extreme Dürre das Land komplett im Griff. Die Viehpreise sind damals völlig kollabiert. Genau, und Gabi und Steffen waren da extrem pragmatisch. Die haben die Krise genutzt und günstig Schafe gekauft. Unter anderem diese beiden markanten Böcke, Octavio und Lucifer. Erinnert ihr euch? Ja, natürlich. Und wir hatten diesen herrlichen kulturellen Graben, wo Gabi wilde Brombeeren zu Marmelade eingekocht hat. Und die Einheimischen dachten nur, warum kocht die Frau Unkraut? Ja, das war wirklich ein witziger Moment. Aber diese Dürre, die hört ja nicht einfach auf. Wenn wir jetzt in den März 2018 schauen, da spitzt sich diese extreme Wetterlage nochmal richtig dramatisch zu. Und wie? Also Anfang März ist die Ausgangslage fast schon apokalyptisch. Absolut. Der Boden ist hart wie Beton, Gartenarbeit kannst du komplett vergessen. Gabi nimmt es da noch mit Humor und sagt, der einzige Vorteil ist, dass sie keinen Rasen mähen müssen. Ja, was willst du auch machen? Eben. Stattdessen haben sie Besuch aus Deutschland und machen abends Asado, also sie grillen schön in lauschigen Nächten. Aber diese Ruhe ist echt trügerisch. Es gilt nämlich die höchste Alarmstufe im ganzen Land wegen Waldbrandgefahr. Und dann passiert natürlich das, was bei so einer Trockenheit eigentlich immer passiert, wenn jemand unvorsichtig ist. Richtig. Ein Kleinbauer in der Nachbarschaft denkt sich, ach komm, ich verbrenne mal eben nur ein paar Ästchen. Ein paar Ästchen bei der Trockenheit. Genau, und zack, löst er einen riesigen Flächenbrand aus. Die Polizei hat den Typen übrigens direkt verhaftet. Völlig zu Recht. Bei 35 Grad im Schatten und extrem trockenen Eukalyptus- und Kiefernwäldern daneben ist das ein absolutes Inferno. Eukalyptus brennt ja wegen der ätherischen Öle wie Zunder. Ja, und dann geht die pure Dramatik los. Hubschrauber kreisen, Sirenen, Feuerwehr, Gabi steht auf einem Hügel und koordiniert die Tankfahrzeuge. Wahnsinn. Und Steffen wuchtet in der Hitze einen 500 Liter Wassertank auf seinen Pickert und rast los. Aber das, was mich beim Lesen echt völlig fassungslos gemacht hat, war dieser Einsatz der Nachbarn. Du meinst die Aktion mit den Lappen? Ja, genau. Die stehen da bei brütender Hitze im Rauch und schlagen mit nassen Lappen und Schaufeln auf die Flammen ein. Ich meine ganz ehrlich, das ist doch, als würdest du versuchen, einen Vulkan mit einer Wasserpistole zu löschen. Ja, das wirkt auf uns erstmal total absurd. Voll. Was sagt diese Art der Nothilfe denn über die Gesellschaft dort aus? Also physikalisch geht es bei den nassen Lappen darum, die kleinen Glutnester am Boden zu ersticken, damit der Wind die Funken nicht über die Brandschneisen trägt, die die Traktoren gerade ziehen. Ah, okay. Aber soziologisch zeigt das einfach, wie diese ländliche Gemeinschaft funktioniert. Da wartet niemand auf den Staat, du rennst sofort rüber, wenn es beim Nachbarn brennt, weil du ganz genau weißt, morgen könnte es dein eigenes Feld sein. Krass. Und es klappt ja auch. Die Feuerwehr und die Nachbarn bekommen das echt in den Griff. Alles geht gut, niemand wird ernsthaft verletzt. Bis zu dem Moment, wo Steffen wieder auf dem Hof ist. Ah ja, die Pointe der Geschichte. Ja, es ist fast schon Slapstick, wenn es nicht so wehtun würde. Er will diesen riesigen 500-Liter-Tank alleine vom Pickup abladen. Der rutscht ihm aus der Hand und knallt ihm punktgenau auf den großen Zeh. Autsch. Da kam der Erste-Hilfe-Kasten dann also doch noch zum Einsatz. Zeh blutet, Steffen hat Schmerzen. Und das bringt mich direkt zu Mathis und seiner Frau. Genau, da schließt sich der Kreis. Wenn man sich das überlegt, genau wegen solcher unvorhersehbaren Extreme achten die beiden bei ihrer Auswanderungsplanung extrem auf die Infrastruktur. Ja, das haben wir ja in Folge 40 bei diesem Unterkunftscheck ganz deutlich gesehen. Richtig. Frau Mathis plant das ja penibel. Ein Leben auf so einer tief abgelegenen Farm hat zwar Charme, aber stell dir vor, du hast da einen ernsten Unfall.
Die suchen sich ja ganz bewusst Standorte, wo immer ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe ist. Absolut sinnvoll. Du willst nicht mit einem zerschmetterten Zeh stundenlang über Schotterpisten rumpeln. Nee, danke. Aber auf der Chakra muss die Arbeit ja weitergehen, trotz kaputtem Zeh. Und da kommt direkt der nächste krasse Kontrast. Es ist nachts, der Brandherd glimmt quasi noch nebenan. Und was machen Steffen und sein Helfer Daniel? Sie fahren mit dem Traktor aufs Feld. Ja, sie pressen mitten in der Nacht Futterpakete, Alfalfa-Gras. Warum zur Hölle macht man das nachts? Weil sie gar keine andere Wahl haben. Alfalfa ist ja Luzerne. Das ist ein super proteinreiches Futter. Wenn sie das bei 35 Grad am Tag pressen würden, wäre das Gras so knochentrocken, dass die wertvollen Blätter einfach zu Staub zerfallen. Oh wow, das wusste ich gar nicht. Ja, da hättest du nur noch harte, nutzlose Stängel. Nachts fällt ein bisschen Tau, das macht die Pflanzen leicht feucht und geschmeidig. So bleibt der Nährwert erhalten. Und den brauchen sie dringend. Die Tiere haben ja wirklich Hunger durch die Dürre. Gabi schreibt auch, Kühe fressen in der Not fast alles. Aber Pferde hungern lieber, als schlechtes Futter anzurühren. Und das führt zu einer Situation, da würde ich gerne mal deine Expertenmeinung hören. Ein Nachbar hat durch das Feuer sein komplettes Sojaschelt verloren. Ja, eine absolute Tragödie für ihn. Voll. Er ist völlig verzweifelt und muss seine Schafe notverkaufen, um irgendwie an Geld zu kommen. Gabi und Steffen zögern nicht lange und kaufen dem Mann 20 kräftige Mutterschafe ab. Sie haben jetzt 58 Tiere plus die beiden Böcke. Genau. Wirkt das aus europäischer Sicht nicht irgendwie ein bisschen, kaltblütig? So nach dem Motto, wir nutzen die Krise des Nachbarn direkt für uns aus? Das könnte man denken, wenn man hier aus den bequemen Sessel drauf schaut. Aber dort ist das einfach knallharter Überlebenspragmatismus. Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Okay, wie meinst du das genau? Der Nachbar braucht sofort Bargeld. Sein Feld ist weg. Gabi und Steffen haben das Futter und den Platz. Man muss solche emotionalen Rückschläge wie dieses Feuer sofort in wirtschaftliche Entscheidungen ummünzen. Sonst gehst du da unter. Stimmt, das macht Sinn. Also eigentlich helfen sie ihm damit ja. Absolut. Ein bisschen lustiger wird es dann aber bei den gefiederten Bewohnern der Farm. Wir müssen unbedingt über die Perlhühner reden. Oh ja, das Perlhuhn-Mysterium. Das ist so genial. Gabi hatte sich im Internet total schlau gemacht über Perlhühner. Alles angelesen. Geschlechterbestimmung, Legeverhalten, Brutverhalten. Und das Ergebnis? Alles falsch. Komplett falsch. Europäisches Google-Wissen kollabiert in der südamerikanischen Realität einfach völlig. Plötzlich schlüpfen da 5 Küken aus Eiern, die hart wie Beton sind? Und die mischen den Hof dann richtig auf. Ja. Die patrouillieren da wie so ein engmaschiger Fischschwarm und verjagen alles. Die terrorisieren die anderen Hühner regelrecht. Das ist wie eine gefiederte Alarmanlage. Das ist halt deren Instinkt. Im Schwarm haben Raubtiere weniger Chancen. Wahnsinn! Wenn ich mir das anschaue, muss ich total an Mattes und Frau Mattes denken. Die wollen ja 2029 ihre 3 Katzen mitnehmen. Kater Smokey, Gossip und Yellowbelly. Die sind dann so um die 20 Jahre alt. Absolute Senioren. Ich sag mal so, mit 3 alten Katzen hast du es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger auf dem Hof als mit so einer Gang von aggressiven Perlhühnern. Ja, das stelle ich mir auch entspannter vor. Aber lass uns mal vom Hof runtergehen. Steffen und Daniel verlassen die Farm nämlich für ein paar Tage. Es geht in die uruguayische Kultur. Oh ja, das Reiterspiel. Die Jinetadas. Richtig, das ist ein riesiges Fest im Norden. 5 Tage lang, 4000 Menschen, hunderte Pferde. Ein absolut zentrales Kulturevent für die Menschen dort. Was mich da völlig fertig gemacht hat, war die Logistik von Steffen und Daniel. Die fahren da nicht einfach mit einem Zelt hin. Nee, das ist eine richtige Expedition. Die nehmen Matratzen mit, Brennholz und das müsst ihr euch mal vorstellen, eine komplette Tiefkühltruhe mit einem ganzen, frisch geschlachteten Schaf drin. Ja, das Asado muss gesichert sein. Ich dachte mir beim Lesen nur, ein Zeltlager mit eigener Gefriertruhe? Das ist doch kein Campingausflug mehr. Das ist eine militärische Versorgungsmission für den perfekten Asado. Das stimmt, aber das Asado ist dort heilig. Du kannst kein 5-tägiges Fest feiern, ohne ordentlich Fleisch über dem Feuer zu haben. Und auf diesem Fest passiert dann auch was extrem Spannendes in Sachen Integration. Abends sitzen die da beim Kartenspielen. Ah, der Kartentisch. Der ultimative Test. Ja, die Einheimischen sehen Steffen, den einzigen Ausländer weit und breit, den Alemann
Und die wollen ihm natürlich sein Geld abknöpfen, bringen ihm das Spiel bei und denken, leichte Beute. Aber Steffen gewinnt. Genau. Er gewinnt am Ende. Aber er nimmt nicht einfach die Pesos und geht, sondern er gibt eine riesige Runde Bier für alle aus. Und das ist der springende Punkt. Wenn man da mal an den YouTube-Kanal von Mattes denkt, an Folge 48, da ging es ja genau um den Unterschied zwischen Integration und Assimilation. Ja, stimmt. Genau so funktioniert echte Integration. Du musst dich an den Tisch setzen, mitspielen, das Risiko eingehen, auch mal verlieren zu können. Und wenn du gewinnst, feierst du mit der Gemeinschaft. Du teilst. So verschaffst du dir Respekt. Echt ein cooles Beispiel dafür. Was ich auch extrem spannend fand, war der Kontrast bei den Feiertagen. Ende März ist ja Ostern. Oder wie es in Uruguay heißt, Semana de Turismo. Genau, die Ferienwoche. Religion spielt da ja im öffentlichen Leben kaum eine Rolle. Aber die Supermärkte sind trotzdem voll mit lila Schoko-Osterhasen. Ja, obwohl den Sinn dahinter eigentlich kaum jemand so wirklich versteht. Richtig. Und dann dieser Jahreszeiten-Clash. Du isst einen Schokohasen, aber suchst keine Ostereier im Frühling, sondern du rächst knietiefes Herbstlaub zusammen. Das ist für den deutschen Kopf einfach völlig verdreht. Total. Wobei, auch wenn die Jahreszeiten anders sind, spürt man in Uruguay ja einen extrem starken europäischen Einfluss. Gabi nennt es sogar die Schweiz Südamerikas. Oh ja, das Echo Europas ist riesig. Im Parque Rodó in Montevideo steht ein Willem Tell-Denkmal. Es gibt ja sogar die Stadt Nueva Helvetia. Genau. Da gibt es überall Schweizer Käse und Schokolade, sonntags essen die Leute italienische Pasta. Kaum ein Uruguayer, der nicht irgendwie stolz auf seine europäischen Vorfahren verweist. Diese kulturelle Verwurzelung prägt das Land bis heute. Es macht das Land für Einwanderer irgendwie vertrauter, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Absolut. Und weil du den Käse ansprichst, guter Schweizer Käse ist da drüben sehr beliebt, aber extrem teuer. Ja, das ist fast schon Luxus. Und was macht Frau Mattes? Sie lernt gerade aktuell in Deutschland intensiv Käse machen. Sie bereitet sich also voll darauf vor, diesen teuren Käse später in Uruguay einfach selbst herzustellen. Mega schlau. Das ist wirklich clever. Sich nicht drüber ärgern, sondern einfach die Fähigkeiten mitbringen. Genau. So, und jetzt schauen wir nochmal aufs Wetter. Nach diesem extremen Inferno wendet sich das Blatt im späten März nämlich radikal. Der Spätsommer bringt die Erlösung. Und wie? Ein massives Gewitter zieht auf, es schüttet und der Blitz schlägt direkt ins Haus ein. Und zwar gleich zweimal. Zweimal ins selbe Haus? Das ist echt heftig. Ja. Und die Temperaturen, die fallen nachts plötzlich in den einstelligen Bereich. Es wird richtig kalt. Aber dieses Wasser, dieser Regen, die Natur erholt sich rasend schnell. Der betonharte Boden wird weich, Gabi kann endlich wieder im Rosengarten arbeiten. Die Regenerationskraft dort ist unglaublich. Total schön zu lesen. Und das bringt mich so ein bisschen zu unserem Schlussgedanken für heute. Wer in so ein Land wie Uruguay geht, völlig egal ob auf eine entlegene Chakra wie Gabi und Steffen oder in ein modernes Lehmhaus an der Küste, wie Mattes und seine Frau das planen, der darf niemals gegen die Natur kämpfen. Das funktioniert nicht. Man verliert immer. Genau. Man muss lernen, im Rhythmus dieser unberechenbaren Naturgewalten zu atmen. Wer versucht, seine europäische Kontrollsucht auf diesen südamerikanischen Boden zu zwingen, der wird unweigerlich scheitern. Die Natur dort gibt den Takt vor und du tanzt danach. Sehr passend gesagt. Und jetzt seid ihr dran, wir wollen von euch wissen. Wie würdet ihr reagieren? Stellt euch vor, ihr sitzt da am Kartentisch im Zeltlager und werdet als Ausländer von den Einheimischen auf die Probe gestellt. Habt ihr das Mattes-Missimonsch-Gen in euch? Würdet ihr mitspielen und danach die Runde Bier schmeißen? Schreibt es uns unbedingt unten in die YouTube-Kommentare, das interessiert uns wirklich. Ja, lasst die Tasten glühen. Und für unsere nächste Folge, Podcast 17, gehen wir in den April 2018. Da könnt ihr euch schon mal festhalten. Das wird kurios. Oh ja, es geht um völlig absurde Regeln bei Grundstücksgrenzen, wir haben exotische Tiertransporte und mein absolutes Highlight, einem völlig unerwarteten Leuchtturm, der plötzlich mitten im Garten steht. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das dürft ihr nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Passt auf euch auf, bleibt neugierig und tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.